Da vielleicht mit meinem Mikro fast noch runtergekommen. Auf jeden Fall, ich bin wieder da. Also, was ist wieder da? Wir legen weiter mit Divinity los. Ich finde übrigens diesen Klostöpsel, was auch immer das nochmal ist, richtig lustig. Ja, ich weiß es leider, mir fällt der Name nicht ein. Von dem Teil. Mir das Larian-Symbol nicht mehr. Ich habe es ja weggedrückt gerade. Wisst ihr, was ich meine? Nur wenn das Larian-Symbol sozusagen aufkreuzt, beziehungsweise das Symbol das Larian Studios Logo. Besser gesagt. Ich finde es ganz nett, dass sie da diesen Klo-Dingsbums da dafür dann nutzen, nehmen, wie auch immer. Oder da draufpacken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon immer so war, oder ob das jetzt erst der Original neu ist. Oder so schon bei Divinity 2 der Fall war. Naja, wie auch immer. Ich habe den Stream jetzt nochmal ganz kurz. Ich hatte nämlich schon eine Minute gestreamt oder nochmal neu gestartet, weil ich noch geschaut habe, ob ich wirklich streame. Und da ist dann wieder das Spiel natürlich aufgehangen. Ich hoffe, der zweite Teil macht nicht solche Schwierigkeiten. Aber dürfte es eigentlich nicht sein, dass der zweite Teil Schwierigkeiten macht, denn der hält das Spielgeschehen an. Vielleicht liegt das nämlich daran, dass hier das Spielgeschehen sozusagen in Anführungsstrichen weitergeht. Aber das weiß ich nicht. Übrigens, ich hatte mich ja mal gefragt, warum es eigentlich keine Tagesabläufe gibt, also kein Tag-Nacht-Zyklus. Und das ist einfach so. Das haben die Entwickler einfach so festgelegt sozusagen. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil das Auswirkungen haben soll. Die haben es einfach festgelegt quasi. Schaffe Kralle. Holzkiste. Versorgt. Jetzt habe ich die ganzen Teile so wieder verfügbar zu plündern. Die Fässer hatten wir nämlich geplündert. Ich glaube eigentlich auch, dass wir die Kiste geplündert hatten. Also ich will jetzt wirklich nicht, dass hier, nur weil ich die Karte mal gewechselt habe, der ganze Loot wieder verfügbar ist. Leer? Leer? Nein, dann hatten wir die Kisten einfach noch nicht geplündert. Gehabt bisher. Na gut. Ich würde vielleicht auch noch mal das hier hören. Ich mag eher diese harmonische Musik, will ich jetzt ehrlich sagen. Das ist auch nicht so schlecht. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Ready to have another look? One moment, I'll unlock the door. Ein inaktiver Stein. Teleporterpyramide. Damit. Stuhl, eine Truhe, die hier verschlossen ist. Okay. Oh, so Telekinese, was er da jetzt benutzt hat. So interessant. Gerade gewesen. Ich kann so ein Bild nicht wieder an der Wand stellen. Das ist ja mal schräg.
Dann erstmal da so hin, das geht immer noch einigermaßen spiegelt. Looking good. Sieht gut aus. Okay. Okay, ich weiß ja, ob das. Nein, kann nicht bewegen, okay. Kann bestimmt bewegen. Ich kann es vor allem nur aufrichten stellen. You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Ein Leinwand. Und ein Zubau. Das Gemälde eines Haus. Schon. Das wird da gelegt. Ausgemacht. So, das Bild noch anguckelt. Gemälde eines Mannes, Gemälde einer Frau. Eine Ratte. Fortune! Ha! Die könnte uns vielleicht was sagen. Problem ist, wir haben noch niemanden, der tiefer ist. Dass die eigentlich passen würde. Zeigt uns, wie man das Schloss meint. Nice. Brief vom Herzog von Firol. Dieses Pergament riecht so, als ob es Langeweile in einer Wanne, Verteuerung und starken Film war. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Von Tioras sind identifiziert so. Deswegen wurde vermutlich von einem fahrenden Händler verkauft. Sonderbare Gegenstände spezialisiert ist. Sieht so aus, als hätte er alle möglichen Finger von Träumen zu Edelmännern geziert. Siehst du das mal? Liebste Esmi. Wilden sind rot wie Smaragde. Mein Haar ist schwarz wie ein Birkenwald. Ihre Liebe ist wie Cholesterin. Mein Herz schmerzt und wird alt. Ich will dich in meinen Armen halten. Streicheln euren schönen Zopf. Weil dies wäre einfacher. Der Ratsmitglied Shake ohne Kopf. Ewig eure. Der Herzog von Europa. Wo des Ratsmitglieds. Also fanden wir einen Liebesbrief des Herzogs zu Firol, Esmeraldas. Ein Schein einer heißen Affäre zu haben. Das ist ein ausreichendes Motiv für ein Wort am Ratsmitglied Shake. Ich glaube ja. Nein, ich glaube das nicht. Auf das Beste legen mal kurz. Wir finden hier eben nichts weiter außer diesen Stein. Merke ich gerade. Das haben. Was Kissen haben? Nein. Das ist doof. Nicht, weil ich das so blöde gelegt habe. Ja gut, dann ist das jetzt so. Im Kissen wird schon nichts Schlimmes drin sein. Wichtiges drin sein, besser das aus. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Herzog. Ist er dort? Dürfte zumindest dort sein. Ja. Unbedingt ein Tierfreund. Zack. Herzog von Firol. Ah, hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. Do I seem like the sort who concerns myself Which with one? I've written, Esmeralda, more works of lyrical mastery than I can count.
All that letter proves is my devotion to my lady, not any actual intention to do away with Jake. So. Wie meint. Das wird hier sowieso crashen will. Bei dem gewesen. Muss ich vermutlich das Nachher aber erst nachdem wir vielleicht mit ihr verhandelt haben, was nichts angeht. What? Oh, it's you! What news? Wargraf gives you a knowing look. He seems to think the mayor is a few arrows short of a quiver. I hope there are no large predators around, or the mayor may find himself easily hunted. Who placed this book here? A volume of poetry among novels? Urak! What mayhem! Turjageta, friend! Yes? Have you decided what should be done about him? My amulet? But it is Haxmagi, a sacred token that houses the presence of my ancestors. No, I cannot part with my talisman, the keepsake of my soul. Das will ich aber nicht weiter gewinnen. Ja, Schere. Danke. Wie würde ich das nämlich gerne anders lösen? Wer jetzt Schere genommen hat, nimmt sie jetzt vielleicht Papier, um das zu schlagen. Ja. Muss sie jetzt vielleicht Stein, um Schere zu schlagen. Nice. You may try and trick me out of my amulet, but you will not succeed. I said you shan't have it, and that is final. Okay, okay, gut. Turjageta, friend. Yes? Have you please do not press me any further. With the power of Haxmagi, I will never part. Leg Fizoda! Yes, a capital notion. It would probably be better if you rather than I. Problem ist, das haben wir ja schon versucht, aber wir haben ja eben keine Beweise und wir können ihn auch nicht verstehen, weil dafür die Stufe ist. Ich will jetzt nochmal mit Dings sprechen. What? Oh, it's you! Any progress in stopping that beast? Ich will natürlich auch einfach angreifen. Oder eben warten, bis ich höhere Stufe habe. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich da warte. Ich eine höhere Stufe habe und jetzt mal hier nach links und schaue. Und zum Heilerhaus will ich auch noch irgendwann mal gehen. Hat ja jemand so noch eine Spur gehabt. Man sieht einige Sachen. Septimus. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here, sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her, even though she is, until proven guilty, wholly innocent. I am Septimus, 7th son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day 1. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands,
all of us remain undefeated in the eyes of the gods. So fair a lady I have seldom seen in all of Rivalon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Kann ich das so nachlesen? Sorry, dass ich mir genau... Sorry, dass ich mir genau in dem Moment was eingelassen habe, als er beginnt dann zu sprechen. Das hätte ich eigentlich bedenken müssen, das Geräusch. Ja. Okay. Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. And I hold no such proof exists. Das werden wir noch sehen. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of Seven couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. Ach, der Jake gehört sogar zum Rat der Sieben. Okay. Das ist natürlich sehr interessant. Der Rat der Sieben ist sozusagen ein besonderer Rat von allen 7 Völkern. Und wenn man so sieht, ich glaube von allen 7 Völkern oder von bestimmten Gruppierungen, ich weiß es nicht genau. Ich glaube eher von allen 7 Völkern. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, welche 7 Völker gibt es denn eigentlich alles? Da würde ich erstmal aufzählen, gleich mal Mensch, Elf, Zwerge gibt es noch zum Beispiel, Hexen, Orks, gegebenenfalls noch Imps vielleicht und vielleicht noch irgendwie eine 7. Volk. Oder Zauberer ziehen das extra. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Das wären dann wiederum schon 7. Warte mal, nee. Hä? Warte, jetzt muss ich nochmal 10. Mensch. Elf. Zwerg. Hexe. Imp. Ork. Was heißt Imp? Imps sind, glaube ich, Goblins. Wobei, nee, Imps sind Imps, glaube ich. Aber Goblins können nur noch möglich sein, aber weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall war er scheinbar das Ratsmitglied der Menschen mit. Und ja, das ist schon erstaunlich, dass er quasi in Salesville gelebt hat, sozusagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Well, let's have it then. Let me have a quick read. Wait, what? There's another... I mean, she had an admirer who wanted her to kill her husband, then elope with him? What madness is this? It cannot be true! Ja, er hat zumindest eine verfestigte Meinung. Steck rüber? Nee, eine Vergrößer. Scheinbar widerstandsfähige Pflanze. Ich haben will. Perfekt. Ich gerne. And what questions are those? This place is practically a tomb, and these Sicilians are constantly crying for our attention. There's a zombie in my garden, an orc ate my baby. My sheep is gone, oh woe is me. It never ends. I'll be grateful when our reinforcements finally arrive. Maybe they'll manage to muster the will to care. I've fought orcs crazed with blood liquor, withstood assaults by ogres wielding clubs made of human bones and teeth. Aye, I've braved the poisonous spear tips of goblins aplenty. But never did I know fear until I faced the undead. Not a pleasant thing for a legionnaire to feel fear, but there you have it nonetheless. Ja,
ich muss schon sagen, du bist ein schrecklicher Anblick als... So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I've never bothered to inquire. Polite, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Ich wusste das einfach mal nur. Wir müssen jetzt erstmal weiter. In der Säule bist du, okay. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor, but his one and only princess just the same. Alles klar. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Well, what do you want to know? Never imagined that finding a quarter pound of mouldy, moth-eaten flour would be a cause for celebration in this city. How things have changed. Sometimes I forget they're even out there, to be honest. Remember above all to stay behind the wall, we tell our children. And when you've been heeding your own advice for seasons on end, you almost start to forget what the fuss was about in the first place. Better not to, though. They're still out there, the dead, and from the looks of it, they'll always be. Like I told just about every Legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Oh, don't put stock in the hastily scribbled words of a lovelorn fool. This letter, it was a show of passion. A poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. He's not a man. He's not like Septimus. She seems to be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Oh, ich hab doch irgendwas bekommen. Suspicious minds. You found your primary suspect. So. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Ich hoffe, dass das jetzt nicht drin ist mit, oder man trotzdem das, naja, sehen kann. Zum anderen bezeichnete Liebesbrief des Herzogs Sophia als der Papa eines Liebestums haben. Scheint so, als sei der Tatort das Mörder am bestenfalls fadenscheinig. Jakes Frau Esmeralda beschreibt die Mord. Beschreibt den Mord begangen zu haben, aber wir wären ziemlich schlecht in der Mitte, wenn wir sie einfach nur Mord nehmen würden. Wir sollten lieber nach Hinweisen suchen, die eine Verbindung zwischen ihr und dem Tod ihres Ehemannes herstellen können. Warte mal, die kann doch auch keine Hand. Ja. Nicht den Hering stehen. The hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. Ja, ich will sogar wirklich was kaufen, nicht verkaufen. Kaufen. Einfache Lederstiefel, gefertigt aus groben, aber widerstandsfähigen Stoff. Beste biologische Kleidungsstücke, diese stammen aus den Klöstern von Keltry, die für ihre Färbekonstruktion sind. Primus, das gibt mir kein Glücksbringer.
Das Experiment momentan erstmal mehr wert. Der Paket haben wir ja eigentlich noch. Ach, mehr ist gut. Feine Kettenrüstung. Schlange sind Hörner und das Markenzeichen. Die Metalloren aus dem Boden sagen, dass die Hunde eher kräftig sind. Die Arbeit des Schauspielers. Okay. Feine Robe des Läufers. Okay, das kenne ich auch schon. Oder die kenne ich auch schon, besser gesagt. Schaffe des Auflackerns. Kann ich keinen Arbeit erholen? Das finde ich auch ein bisschen. Aber ein bisschen enttäuschend. So. Das hat auch einen Standbogen. Das geht schon also. Das ist natürlich eine Tür. My, what a strong officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda dearest. I'm just doing my duty, you know, for the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, milady. As long as I'm around, no hair on your haloed head shall be harmed. Uiuiui. Die sind alle ganz schön strong. Zack, zack, zack. Wir haben uns mit einem Dieb. Er ist ein Dieb und steht für uns. Zack, 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 zack. Das könnte man knacken. Really. Die sind ja alle Stufe 2. Das ist ja mal sehr bescheiden. Dass die alle Stufe 2 sind. Hier wollte ich eigentlich rein. Das ist der Schlüssel zur Truhe im Gasthaus gewesen. Ja, wir erst hier unten. Kann ich sehen. Okay, ja. Das kann ich aber aufschließen. Den Schlüssel zu Esmeraldas Haus finden. Sie zu vermehrt. Zusammengelegte Händen, weder eines Mannes, einmal weder eines Haus. Eine Truhe, in der man mal reinschauen könnte. Ich sollte man da seine Sachen länger Zeit nicht gewaschen. Was ein Charisma gibt, das ihr wollt mich noch verarschen. Bestimmt dafür. Was ein Charisma. Ja. Ganz bestimmt. Wieder eine Sounds. Holzkiste, Holzkiste. Oh, Kürbis. Fällt orangefarbene Kugel. Möglichkeiten. Ich glaube, das Ruhen kann man zum Beispiel auch machen. Wieder auf Fuß. Der knorrige Fuß hat sich auch zu einer fast ähnlichen Kugel zusammengezogen. Diese trockenen Zustand ist dann nicht mehr vergrößert. Warum dich mal hier oben, Junge? Du musst nämlich mal den Schlüssel klauen. Jetzt wieder runtergehen und uns quasi hier umsehen. Und während wir quasi den Leuten sprechen, geht er wieder mal um das Haus herum. Keine Vision. Wohlfahrt. Wohlfahrt? Ja,
Reparatur. Wolfgraf. Sorry. Was ist dahinter eingegangen? Schleich dich rein. So, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I've never bothered to... Polite, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Perfekter Mord. Wir fanden erstmal das Haus ein Buch drüber. Wenn man den perfekten Mord begeht. Darf gespannt sein, was sie selbst dazu zu sagen hat. Schon. Wegen denen. Hab ich das jetzt zur Not mal gemacht. Thank the Seven, we've secured the perimeter. Ich Gold kann auch nicht fehlen. Wenn erst einmal noch ein Dieb, ey. Unterfester, okay. Nicht unbedingt. Erdbebenkarte. Kann sie echt nicht gebrauchen. What a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? Goldstück. I bet you're a real war hero. Schlüssel für die Truhe im Gasthaus. I'm just doing my duty. For the Legion. Well, you certainly are my hero. Stufe The 2. rock upon which I may rest my weary Schuss kann ich soul allerdings nicht in these knacken. trying and troubled times. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch im Leben also ist. Oh. Also Schlüssel. Der hat die Truhe aufgeschlossen. Nicht schlecht. Eine elegante Kettenrüstung ist drin. Okay. Nehmen wir mit. Die Armbrust auch. Und ein Papierbogen kann verwendet werden, um eine Schrift herzustellen. Okay, aber mehr nicht im Moment. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da vielleicht noch was wäre. Also ein Hinweis oder so, was will. Bisher nicht. Jegliche Kiste untersuchen. Wir gucken hier. Politischer Keller. Trichter. Will ich auch mal nehmen. Oh, das ist auch immer gut. So, es ist dunkel und trübe. Entweder ist es tot oder es ist niedergeschlagen. Sorry, dass ich wieder aufschlüsseln lasse. Da haben wir schon nachgeguckt. Da haben wir auch schon reingeguckt. Okay. Dann geht's jetzt erstmal runter in den Keller. Was möglich ist. Oh Mann, hier gibt's ja richtig viel, ey. Schinken, Schweinebraten und so weiter. Was mir das klauen könnte, aber ich will nicht um die Vorräte klauen. Autospeicher. Okay. Ja, Nahrung gerade, die nimmt er auch mal. Hier ist das alles Zeugs, was die eigentlich nicht unbedingt brauchen. Die Trichter brauchen wir sowieso. Auf alle Fälle sogar. Ja, schon noch wäre was da irgendwie drin. Solche Karte, die ist auch nicht schlecht. Regal ist leider nichts drin. Da ist eine Truhe drin. Müssen wir dafür eben das aufmachen, ey. Käse wäre da drin. Käse in beiden Händen ist alles möglich. Korb. Korb. Silberner Pfeil. Eine Heugabel. Das ist gar ein bisschen teuer, Gefährten vom Bauern, bei der Ernte oder weniger Verluste aufstellen. Weizen.
Hier ist das Heiler des ironischen Gottes, riecht so wie die warme Erde, aus der es gewachsen ist. Kann zu feinem, hochwertigen Mehl verarbeitet werden. Nehmen wir mal mit. Weizen, so schön. Nochmal ein Dietrich, eine Eisenschlüssel. Den hat man so fast gar nicht gefunden, weil da hinter dem Zuber liegt. Oder was? Selber? Nee, da beim Schwein liegt der, okay. Jetzt haben wir den vielleicht auch gefunden. Noch mehr Weizen. Weizen und Nadel. Okay, wir klauen ja mal nicht alles Weizen. Jegliches Weizen. Schrank, da hatten wir schon nachgeschaut. Wie kommt man denn bitte schon dahin? Aha. Wie macht man das denn? Muss es hier irgendwie einen Schalter geben oder so etwas? Wenn man da vielleicht reinkommt. So, momentan kein Plan. Weil der Schalter ist da drin, das kann natürlich auch sehr gut sein. Wir haben die Tür so aufschließen können. Ich will mal nicht verdächtig werden. Lege ich mich mal hier. Spreche nicht mit denen. Und Kognito versteht sich. Korb. Heiltrank, den kann man mitnehmen. Eine neue Stoffkappe. Die sind wohl lang mit Pech behandelt. Das tierschutzfähig, nur besonders viel zu. Fliegenpilz und ein rötlicher Gallentrichter. Gut, dennoch fehlt uns jetzt immer noch die Möglichkeit, in den Geheimraum reinzukommen. Freigabe mal mitnehmen. Okay. So viel Schinken würde man ja vielleicht denken, dass es einen gibt, den man sich schnappen muss. Ich hatte jetzt vielleicht das da irgendwie wegrücken. Wäre nicht geklappt. Warte mal, das eine ist alles Schinken. Wir haben nur einen Schweinebraten. Wir haben 2 Schweinebraten. Vielleicht was wir den Kronleuchter anstellen, das kann natürlich sein. Ja, man könnte auch versuchen, das Bücherregal kaputt zu hauen. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Erstmal mit der Kronleuchter-Methode. Hat leider nicht geklappt. Er hat nicht genug Stärke, um solche Superteile jetzt zu räumen. Okay. Für das Wasser wäre genug Stärke. Verstehe. Er hat doch eigentlich eine gute Wahrnehmung, dachte ich, oder? Das ist eher eine Fertigkeit, die man dafür braucht. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Eigentlich ist es eher Wahrnehmung.
Es gibt ihm interessanterweise auch keinen anderen Weg, um da reinzukommen. Vielleicht würde ich das Buch hier reinlegen. Das ist eine Möglichkeit. Andere den Löffel abgeben lassen. So kann man Mord. MR Schicksal. Gewinnt das Schwachhinweis der Attentäter wäre. Vorwart, ich habe mich dazu entschlossen, einen Mord zu begehen. Herzlichen Wünsche. Nächstes Augenblick. Meine erfolgreich an dem süßen Gefühl, das eurem Buch heranwächst. Bald werdet ihr eine Seele auf die Reise ins Zielfeld schicken. Rand allein wird dafür sorgen, dass das Leben der Existenz einer unumkehrbaren bezogen wird. Wollt ihr euch auf das großartigste Unterfangen des Lebens vor? Das wäre nachlässig von euch. Würdet ihr nicht jeden einzelnen Augenblick auf meinen Zügen fließen? Erstes Kapitel. Auswahl des Ziels. Mit der Auswahl eines Opfers mehrere Fragen zu berücksichtigen. Hier einige Beispiele. Dieser Koffer des potenziellen Opfers wird symmetrisch genug für eine ansehnliche Empfehlung. Das Haar lang und gesund gebunden. Einen schönen Garn für Socken oder Bettverleger daraus zu machen. Ist die Hauptfarbe für Schuhe, Taschen und Hose geeignet, eure Augenfarbe hervorzuheben. Zweites Kapitel. Auswahl der Vorgehensweise. Ich lese mal das ganze Buch vor. Auswahl der Vorgehensweise. Die Auswahl einer Methode, mit der das Opfer touchiert, erwürgt oder erstochen werden soll, ist eher eine Frage der Kunst als eine Frage der Wissenschaft. Sportliche Typen sind Pfeile hervorragend geeignet, während durchschnittlich der Teppich gut fern wie ein Husten geht. Stiefel ziehen sich für Liebhaber und Mütter. Vergiftung bietet sich besonders bei verbittertem Herzen an. Letzten Endes solltet ihr euch für eine Methode entscheiden, weil ihr glaubt, dass sie am besten dafür geeignet ist, gewünschten moralischen und spirituellen Auswirkungen zu erzielen. Drittes Kapitel. Ausführung. Der wichtigste und erfreulichste Schritt bei einem Mord, lieber Leser, ist der Zeitpunkt der Ausführung. Dann meine ich nicht die rohe Gewalt, wenn ihr euch für eine gewalttätige Methode entschieden habt. Und ihr steht gerade für einen Zeitpunkt zwischen der Verabreichung des Gips und den ersten Anzeichen seiner Wirkung. Nein, der Zeitpunkt, der ihr spreche, ist der Moment, wo das Leben aus dem Opfer entweicht. Seine Augen sich verklären, hell zu dunkel, lebhaft zu ruhig, leuchtend zu starr. Dies ist die heilige Minute, in der sich die Tat vollständig materialisiert. Nicht mehr geplant oder versucht, sondern vollzogen wird. Dies ist der Moment, in dem ihr euren Namen im Himmel schreibt. Ihr habt etwas getan, das den Sternen gleich nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. So eine Schrift oder die Wiederbelebung zur rechten Zeit. Oh Mann, das Nachleuchten. Die Augenblicke nach der Ausführung sind nicht dafür da, sich über praktische Dinge Gedanken zu machen. Nein, diese Zeit, in der ihr euer neues Ich genießt, euren neuen Kosmos, euren neuen Platz im Kosmos. Guckt euch eine Tasse Tee oder zündet euch eine Pfeife an. Letzte halben können warten. Wenn ihr euch vollständig gekriegt habt, könnt ihr euch Gedanken darüber machen, was für den sterblichen Beweis also was geschehen soll, bestattet oder konserviert werden müssen. Ganz nach eurem Geschmack. Die einfachste und kritischste Entsorgungsmethode besteht natürlich darin, Beweise zu begraben. Solltet ihr euch sehr gut überlegen, welche Überreste genau zu begraben sind. Das ist das Wissen, dass Abfall Verursachung einer Sünde ist. Dass sich die sterblichen Überreste des Opfers als man zu irgendeinem Zweck zuführen, sollte dies unbedingt geschehen. Vielleicht weiß der Nutzer von wieder ein paar Fleischjäger zu schätzen. Aber wäre ein von Glück verlassener Lehrer, das vielleicht einfach für ein Stück jungfräulichen Lehres, für euch nicht vielleicht ein Andenken verdient. Sobald diese Dinge erledigt sind, könnt ihr euch der Beseitigung festüben. Ein Moor ist hervorragend geeignet, wenn es gerade regnet hat. Bei einem frisch ausgehobenen Grab auf eurem örtlichen Friedhof das aufbleiben. Ein wenig Müll und Liebsack verstaut. Nachwort. Da Unterfangen erfolgreich war, wird es vorkommen, dass ihr euch weiter danken das nächste macht, oder wofür schon die beste Planung beginnt.
Dies ist eine ganz natürliche und wünschenswerte Folge des verdeckten Mordes. Dort wünsche ich euch viel Glück und Zufriedenheit mit eurer neu entdeckten Passion. Nicht vergessen, solange ihr noch keinen Dutzend erreicht habt, habt ihr nur in der Oberfläche gekratzt. Nein. Ich wollte ja mal versuchen, das da reinzulegen. Ja, das würde dann schon was bringen, wenn man das reinlegt. Okay, das bringt aber nichts. Umschließen die Götter Ribbel an. Okay, das ist ja ein kurzes Buch. Lese ich da mal bald mit anderen. Jetzt will ich erstmal wirklich wissen, wie ich da reinkomme. Mach ich zumindest gerne wissen, wie ich da reinkomme. Das ist schwierig. Irgendwo ist gerade ein Blumen gefallen, aber keine Ahnung. Would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or Bingo. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Ich war noch, dass er hier ist. Gesetz. The hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. So, what piece of irrefutable evidence are you about to present me with this time? Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one step ahead. Really, I should have thought a source hunter of all people would appreciate my dear husband's sense for survival. Das Buch, das wir gefunden hatten, Jack gehört hatte. Weil zweite Attentäter und Stehseinschnitt voraus sein. Das meinte er nicht. Nicht bei besagtem Attentäter einen unbekannten Quellmagier oder so wieder hier. Legion's greetings, Hunter. You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Well, let's have it then. So it was Jake's? Of course. He read it so as to outfox lurking assassins. Alas that it failed him. Alas that it is now used to slander his grieving widow. There now, she was stringing Ferrol along. Ha! A pampered brat, that Duke, just like she says. Barks worse than his bite, no doubt. He'll be gone from here the instant he can, but I'll still be here, steadfast and by Milady's side. Erinnerung an den Herzog. Kann natürlich möglich sein, dass es auch ein unbekannter Quellmagier ist. Wir müssen eigentlich irgendwie in dieses Teil da reinkommen, aber ich weiß eben nicht, wie ich das schaffen soll. Möglicherweise mit dem Teleporter-Teil, aber... Wieso ich die Teleporter da reinschmuggeln müsste, das ist so die Frage jetzt. Ah, hello. I suppose you're here to which one? I've written Esmeralda. It's very tragic news. I won't posture and say that the Counselor and I were anything near allies, but I truly never wish the man harm. Ja gut, ja gut. Ich sag nur dasselbe. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Von einer Paulina zunächst helfen.
Herrlich. Na, gucken wir von demjenigen, der die Reise initiiert hat. So, hier die Pyramiden in den Händen haltet. Und sie nutzen. Ihr könnt sie auf den Boden legen oder ja. Wenn ihr Pyramide erneut aufheben wollt, dass sie wieder in eurem Inventar ziehen. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Okay. Das wissen wir doch jetzt schon mal. Das ist ganz gut. Ist die momentan trotzdem ein bisschen schwarz, was das angeht. Gehen jetzt einfach mal runter zusammen. Sowas entdecken. Ich dachte, irgendwie muss es da irgendwo einen Schalter geben. Momentan findet sich hier nirgends was in der Wand. Jetzt will ich einfach mit Feuerball darauf jagen, aber ich weiß ja nicht. Zwar habe ich, glaube ich, keine Inventar und zwar waren. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch nicht geht. Weil warum nicht mal probieren? Ich probiere das mal aus. Habe ich noch einen Feuerballzauber? Dieser Feuerballzauber ist dann wieder eine Feuersturmgranate. Firestarter! Ich habe für irgendwas auf jeden Fall 50 Erfahrung bekommen. Aber es wird eigentlich doch nicht in diese Richtung geworfen werden. Ich habe ja für die Ratte sogar 90 Erfahrung bekommen. Ja. Wie gesagt, eigentlich soll das nicht in diese Richtung geworfen werden. Ich will das auf dem Bücherregal drauf haben. Das liegt nur daran, dass er nicht so gut werfen kann. Speichere ich nochmal. Nein, das geht leider nicht. Wie es scheint. Ich habe es diesmal wenig bei nur da geworfen, aber wenn es das da getroffen hat, dann ist das ja auch schon wieder müssen. Eigentlich. Bis hier hinzu und von unten fahre ich mich da jetzt gerade. Scheint aber eben auch nicht der Fall zu sein, nee. Das ist mir gerade sehr schleierhaft. Will ich jetzt ehrlich gestehen. Ich sollte jetzt vielleicht hier da irgendwie kaputt machen, aber na. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Ich hatte jetzt vielleicht einen Heuhaufen. Wir müssen alles probieren.
Scheinbar leider auch nicht. Wenn die Telekinese ist einigermaßen nützlich. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Es leid es mir zu, das zu sagen, aber hier kommen wir momentan nicht weiter. Ich würde jetzt vielleicht noch ins Leichenhaus erstmal gleich gehen. Fragt sich jetzt vielleicht, warum das Leichenhaus? Weil vielleicht Jakes Leiche drin liegt. So sind da ja 2 Leichen, wie man sieht. Könnte also möglich sein, dass wir dort ein paar Chancen mit ein paar Evidences oder so. Totengräber, Werkstatt. Das Leichenhandbuch. Jahrestrankfläschchen. Leiche. Roberts Hauptbuch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier 90 Erfahrung bekommen habe. Der hat nur einen Knochen. Der hat auch nichts. Hammer und Riesennägel. Treasure! What? Das war, glaube ich. Nicht der Typ irgendwie. Ich kann noch kurz in dein Buch reinschauen, Robert. Ja, die Geschichte von Zeiss ist vielleicht auch interessant. Doch, ich will jetzt Roberts Hauptbuch. Warte. Diesen Buch hast du eine Klammer, so ich kein wirkliches Buch an. Hier von einem Kadaver, der zu lange in der Sonne gelegen ist. Darüber hinaus halte ich es für unmöglich, dass irgendeine Person außer Bürgermeister Cecil und Aureus, Eva Maria oder Esmeralda gewesen wäre, Zugang zum Leichnam zu erlangen, ohne dass ich dies bemerkt hätte. Eine Leiche kann sich nicht einfach in Luft auflösen. Selbst wenn, so kann kein noch so starker Windstoß einen Sack Gold auf die leere Totenbank geblasen haben. Nein, der genannten Person muss ihre Finger im Spiel haben. Was solange Jakes Sarg nicht wieder ausgegraben wird, kann niemand das so Rechnung bis zu mir zurückverfolgen. Was? Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus, or Evelyn have to do with it? Mysteriöser Mord. Von Haus, dass es viel Verdächtige gibt. Jakes Leiche entwendet haben könnten Bürgermeister Cecil, Hauptmann Aureus, Telyrans Lehrmädchen Eva Maria und Esmeralda. Immer der Schuldige ist, kann ich auf etwas gefasst machen. So, mal kurz das Leichenhandbuch. Wir kommen auf jeden Fall näher.
Das zweite Leben, Todesriten und Rituale bei den 7 Völkern. Band 1, Imps und Orks. Von Temur und Gusk. Okay, lesen wir später, das hat nichts damit zu tun. Aber ne, wir lesen das jetzt. Hier stehe ich ungern am Bücher. Kapitel 1, Imps. Die Entsorgung oder Konservierung von ungleichen Namen geschieht stets nach dem Ermessen ihrer Meister. In der Regel werden Imps einfach zusammen mit dem Abfall verbrannt oder neben den toten Haustieren der Meister begraben. Sie dienten. Sehe ich mal kurz gucken. Okay, ja. Sie dienten. Ausnahmefällen werden für besonders gehorsam oder geschätzte Imps traditionelle Todesriten abgehalten, je nachdem welchem Volk ihr Meister angehört. Im Hinblick auf die Einbalsamierung stellen Imps keine besonderen Probleme dar. Sie benötigen sogar weniger formal Hüt als normale Menschen, Elfen oder Zwerge. Kapitel 2, Orks. Ihre Praktiken mögen für das ungeschulte Auge barbarisch erscheinen, aber es wird aufwendige und bisweilen gar schöne Aspekte der orkischen Kultur zutage. In der orkischen Kultur fängt Amun-Hor, die Allmutter, die Seelen der Toten. Tod wird also gefeiert und nicht betrauert. Der Leichnam wird umgehend beerdigt. Nach dem Grab werden wunderschöne Totenlisten oder andere Reliquien platziert. Diese sollen die Allmutter erfreuen, wenn sie kommt, um die Seele des Dahingeschiedenen zu holen. Anschließend bilden die Stammesmitglieder aller Altersgruppen, einschließlich der Königin, einen großen Kreis und erzählen nacheinander Geschichten, Erinnerungen an den Schlafenden. So wird mit Freude und denen Schafen. So wird mit Freude und Ausgelassenheit an das Leben und das Dahinscheiden des Verstorbenen erinnert. Jedoch beim Betrauern des Toten ertappt wird, sei es durch Worte oder durch... So, das war jetzt mein Raum. Und das habe ich jetzt das Buch dadurch irgendwie noch mitgeschlossen. Einfach nur eigentlich nur, weil ich auf rechts gekommen bin. Jedoch beim Betrauern des Toten ertappt wird, sei es durch Worte oder durch Tränen, wird er den Tode bestraft. Der Übergang einer Seele zu einem oder beweiht, muss er Verräter und Rückwärtiger sein. Ja gut. Religion eben, hey. Gehen wir da rein. Jetzt reden wir erst mit dem Bestatter sozusagen. Schlüssel für die Truhe des Bestatters. Okay. Der Schlüssel, wo kann der wohl sein? Gute Frage, wo hatten der Bestatter seine Truhe? Hey, that's in round turn to glue when you've been naughty round here? Ganz ehrlich, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Oh Mann, ich hasse mich jetzt schon dafür. Das sind Dinge, das sind so eine übelste Kurzschlussreaktion. Das Buch haben wir quasi gelesen. Ohne Widerrede. Um das mal zu sagen. Robert Striking it rich! Ja, das ist ein wahrer Hauptgewinn. Das Hauptbuch von Robert. Da. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus, or Evelyn have to do with it? Das ist eine gute Frage. Die wir irgendwie herausfinden müssen, ja. So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or have those infernal statues sent another soul flying to his death? This here's my family business. Yes, there's been a Roberts escorting stiffs into the next life since the foundation of Sicil itself. They don't write epics about morticians, but I'm proud of my work nonetheless. Sad story, that. Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression on an undertaker. Especially not these days, with so many laid low by the orcs and such like.
I just concern myself with giving the remains a respectable exit from life. We set him to rest in the northern graveyard. Perhaps he can finally get a little peace. How do you... Ah, the ledger, is it? Fool was I to leave it in the open. Or perhaps I even looked forward to being found out. Well, as you know, I have my suspects in the matter. What would you like to know? I never saw a widow less distraught at the death of her husband, and I've seen hundreds pass through my parlour. It was she who rang my bell just before the body was snatched, lured me outside claiming she needed air, before discussing the funeral arrangements. Some accomplice could have sneaked in and grabbed the remains while I was comforting the oh-so-overcome Esmeralda. Plenty of us shopkeepers entrust the mayor with the spare keys to our businesses, you know. And he's the only person in town with a second copy of the key to the mortuary. He could have used it to sidle in without a peep, if he were so inclined. Aureus himself paid me a visit the night the body was delivered. Came rapping at my door in the frosty morning before the sun had even started peeping, and told me to tell him, and only him, if I noticed anything strange or suspicious about the remains. Can't see why he'd bothered to go through all that trouble, unless he knew something the rest of us don't. I know it sounds strange suspecting the doctor's apprentice of something so ghoulish as this, but there's few in this city could manage to transport a corpse without raising eyebrows. It was she who delivered Jake's body from the inn to the mortuary, and there was something about her that night, some kind of excitement. Seemed she could barely contain her thoughts, that there was something thrilling about to happen. I can't quite settle it in my mind how a young medical professional would have such a strange reaction to an occasion such as that. And this may or may not have anything to do with the whole rigmarole. But her master, Dr. Theleron, bought an old shack of mine, one overtaken by undead, for an exorbitant price considering what he was getting. I never did figure what he wanted it for, but he sure seemed eager. That gold's the only good thing to come out of this blasted affair, and I certainly plan on making some use of it. Hä? Schaf gestohlen? Das bin ich schon wieder, der hat doch gar nichts über Schaf gesagt. Ich bin verwirrt gerade. Muss ich mein Tagebuch anschauen. Idiot. Nein. Ich weiß nicht, hat er doch nichts über einen Schaf gesagt. Hätte ich besser aufpassen sollen. Ich wusste es. Okay, kann sein, dass sie jetzt... Ja. Nein, verdammt. That old bag's as fat as a heifer. She won't miss that sheep for a moment, and she sure as hell won't starve over it. The death man is nervous as a squirrel. I'm certain he's hiding something. Walgraf seems nervous as a squirrel himself. Corpse houses, as he tends to call mortuaries, give him the creeps, or so he explains in an unsteadily written note. Okay.
So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or have those infernal statues sent another soul flying to his death? I'll ask 1,000 times if you like. I'd rather risk a flight to the north than hand over this fortune. This here's my family business. Yes, there's been a Roberts escorting stiffs into the next life since the foundation of Seal itself. They don't write epics about morticians, but I'm proud of my work nonetheless. Like I said, I'm sure as sin not the ghoul responsible for snatching that body. Far as I can reckon, your most likely suspects are Mayor Cecil, Captain Aureus, the Doctor's apprentice Evelyn, and Esmeralda. Vielleicht auch den Betrag jetzt irgendwie stehen. So, what's the... Tell me. Das wird jetzt nicht weiter. Ich gehe erstmal zur Schäferin. Irgendwie. Der sollte auch hin. Raus drauf. Raus. Hm? Das ist auch zur Schäferin. Fresh haddock! Perfect for a fry-up! Quiet day on the market, it seems. Source hunters, eh? All right, proper, we're finally getting a hand. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night like me dear plump Ogget, the finest in me herd. I recently sold most of the tender loves to a trader heading north. Plenty of business that way these days. Those miners must be preparing for a mighty great feast. Wish I could have a nibble on my dear darlings, all ground and spiced. Yes. Oh, Ogget's been missing for more than a fortnight. I love that sheep, you know. Was planning to cook her into a fine midwinter night haggis myself. Toe of snake, wing of worm, brew and spice 'em. Ich gehe nochmal dort rein jetzt. So, which of you is more deserving of life? Come, make your case. Soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence. Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence. Hab ich Raum. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man reinkommen würde, versteht sicher. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability could be increased by as much as 3-fold. Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves.
No matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the Order sent the individual with the next highest probability of success. Huh? Me? So? Why, I'm more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst, a simple pinch of Atropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of Cicuta Douglasii on the tongue. Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Come, make your case. Yes. If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method she refuses to share with her own master. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing, but she won't let me take the briefest look at it. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silverglen by name, and that an abbot there blessed it with the power to heal. Utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silverglen to learn the truth myself. Sorry, but there isn't much work for sailors in a house of medicine. Unless one of them happens to have a secret stash of healing stones. Certainly, what would you like to know? I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. The Councillor, terrible loss that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know. Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best, after all. Healing stone? Interesting indeed. Come, make your case. Nothing sets me on edge like inexplicable magic. To what do I owe the repeated pleasure, Source Hunter? So, which of you is more deserving of life? Come, make your case. Okay, ich glaube nein. Excuse me? This is a private sick room. Who in the name of the Seven do you think you are barging in here? Out, I say, right this instant. I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? I'm an apprentice of the healing arts. Healing! But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and 2 direly wounded men who need it. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation, but perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. Don't dither long. These men are slipping ever closer toward the edge with each passing minute. Okay. Boris, Stephen, both good men. How can I choose but one? Soon enough that her little party tricks hardly make her worthy of such grave responsibilities.
goodness the Source Hunter is here. I'm in desperate need of some insight. What do you think? Would you like to learn more about the patients before making a decision? What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite so, and brought him here straight away. Quite the venerable staple of Seal, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Nearly everyone in Seal is familiar with Grinning Stephen, and, as you can imagine, he's quite dear to his family. You are? I thank you 1,000,000 times for your help. Who have you decided should receive the healing stone? Far? Ich würde eigentlich auch eher sagen Boris. There's no way Boris should receive that stone over Stephen. Think of Stephen's wife, his children, his grandchildren. If you'd like to kill Stephen, perhaps I'll let his family have at you when you deliver the news. I'll even loan his wife my favorite studded club. Ich muss aufpassen jetzt. Bestimmt nicht gegen sie verlieren. Isabel? Du bist hier gerade richtig hart am Werk, ne? Perfekt. Ich bin wenigstens, das will ich mir immer vor Augen halten. Kann sein, dass die jetzt nämlich... Nein! Warum ist die so unberechenbar jetzt? Bitte, bitte, bitte. Ja. You realize soon enough that at a little party Oh, sie hat's gewonnen. Du bist so eine... Nein! Und nein, das ist nicht mein Schau. Ich habe es zwar ein bisschen erstellt, aber ich habe nicht die KI erstellt. Das ist jetzt sehr schade für meinen Schau. All right, we'll do it your way. Stephen, it is? Yes, I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man, but my heart breaks for the other. Thank the seven. This is highly thank you. What is this? This lightning! Sorry, friend. I wish there were enough stones for both of us. Sorry, friend. I wish there were enough stones for both of us. I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. Leave me. I don't want to spend my final moments with the devil who snatched my life away from me. And I curse your every footstep. Oh, my savior. I owe you everything, you know, everything. Well, I think my wife will just about faint. My son, a grown man, mind, will spring into my arms like he were a little boy, and my grandkids will ask what present I bought them. Oh, to see their smiling faces again. I'm giddy as a school kid. Goodbye, then, my hero. Ich glaube, hier ist eigentlich gerade, ob ich weiß, wo noch
anderen hätte reden können. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond grateful. Weil ich davon noch mit den beiden hätte reden können, das interessiert mich jetzt gerade. Es sieht zumindest nicht danach aus, dass man mit denen reden kann. Ja, das wäre ja der Sprechphase. Boris, Stephen, both good men. How can I choose but one? Okay, das jetzt so sagen. Sie hat fair gewonnen, also, naja. Es ist jetzt nun mal so passiert, wie es passiert ist. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond grateful. Somewhere. I really want to ruin this particular batch of party elixir with. I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. Zieh mich einfach rein hier. Gehst näher ran. I feel no pleasure in bidding you farewell. Beg? I'll beg then. Please, leave me alone. For the love of the seven, please. And I curse your every footstep. I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. I really want to ruin this particular batch of party elixir. Thank you eternally for your help. Though your reaction to the healing stone, I have no idea what to make of it. That strange reaction you caused, blue lightning from a healing stone, I've never seen anything like it. And the stone looks different now, too. Like it's devoid of life. I begin to wonder if its magical properties survived your little reaction. Sorry, friend. I wish there were enough stones for both of us. I've been studying under Theliron for some time now, but that task, being asked to play the gods, was the first time I've ever questioned my, well, suitability for the work. I've a passion for this work, you see. A passion to see things put in order, from a flesh wound healed to an entire city made resistant to a fatal illness. What right has something as trivial as a wound or as senseless as an epidemic to take a human life? Is that so? Well, I handled the corpse myself, indeed, but I hardly knew the man in life. I was shocked when Ahu asked me to come to the crime scene, but Theliron had taken ill, and the responsibility fell to me. I arrived at the inn, where the body lay just where it had fallen. The injuries were like nothing I'd ever seen. A single intricate laceration wove like lace around every inch of his skin. Neither a beginning nor an ending point were discernible. I examined the corpse and recorded what information I could. I personally delivered the corpse the short distance to the mortician's house. As far as I know, everything was, as far as a magical murder is concerned, quite normal. Okay. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond. Ain't true. Harry's by the... Ich würde mal hier erst was machen. Gleich. Nämlich hier ist das Haus, aber ich will jetzt noch gleich einen Cut erstmal machen. Einfach weil, ja, ist besser so. Nicht, dass ich immer zu viel aufnehme und ja, das ist wieder so ein langer Stream, das oder so ein langes Video. Ich meine, das letzte ist ja schon 2 Stunden lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einige Sachen, also es wird langsam doch immer interessanter, finde ich. Ich hatte jetzt wieder so einen Entscheidungsteil, wo wir auch wieder Dingsbus machen mussten. Wir hatten sogar 2 Sachen. Beide haben wir auch so verloren, wenn man es mal genau nimmt. Naja gut, kann man jetzt nichts dran ändern. Sowas akzeptiere ich auf jeden Fall, solche Sachen. Und ja.
Wir sehen uns dann auf jeden Fall vermutlich gleich wieder. Ich bin zumindest interessiert daran weiterzuspielen. Also, bis gleich. Womöglich, und für die, die das Video schauen, danke fürs Schauen. Oder den Stream jetzt geschaut haben. Danke fürs Schauen. Hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, bis gleich. Oder Tüdelü, falls ihr dann das Video erst später schaut. Also am nächsten Tag oder so etwas. Tschüss. Oder bis gleich.